Hallo Basketballfreunde, hier ist wieder der Mickey und willkommen zurück zu NBA 2K16 und meiner Karriere. Auf geht es! Wir sind nun gedraftet worden von den Utah Jazz und wir bestreiten nun unser erstes NBA Spiel. Aber ich habe hier ein bisschen investiert in in meine Halle hier, in meine Trainingshalle. Die Wand hat endlich mal einen neuen Anstrich bekommen und wir haben nun auch etwas andere Klamotten an. Ich bin ja jetzt mal gespannt, wie es wird. Auf geht es! Erstes Spiel. Rookie-Jahr. Utah Jazz gegen die Detroit Pistons. NBA Spiel 1 von 8. Okay, wir bestreiten also im Rookie-Jahr nur 8 Spiele. Ich meine, wie soll man da bester Rookie werden? Da haben wir ja nicht viel Entscheidungskraft. Also stark verkürzt das Ganze hier. Okay. Da kommt unser Coach. This is only the beginning of a very long season, but game 1 means just as much as game 82. Now, we have some new faces here that I really expect to make an impact for us this season. We've already seen flashes of what they can do for us, but I expect all of you to go out there and execute just like we did in camp. Ain't no more excuses. Was? Trainingslager? Sowas haben wir doch gar nicht gehabt, Mensch. If we play our brand of basketball, there's no telling where this team can go. So get out there, get warm, and let's go win this game. Wir sollen das Spiel gewinnen. Ja, ist auch so meine Zielsetzung. Erstes NBA Spiel. Can't believe it's finally here. You work your entire life for something, and then when it's right in front of you, it's almost hard to believe. But I'm ready. Now it's time for me to show everybody I belong and do my best to represent Harlem. Sehr schöne Grafik. Ich bin ja schon gespannt, wie es ist, wie es wird. Und ja, viel Spielzeit werden wir bestimmt nicht kriegen. Nicht wie in der Highschool und wie auf dem College. Wir werden, glaube ich, mehr auf der Bank sitzen erstmal. It's the NBA on 2K Sports as we get set to bring you all the action. Joined in the booth with Clark Kellogg and Greg Anthony, this is Kevin Harlan. Coming in off the road, the Pistons are back in Detroit for this game. And this game, the first chance they've had to see Utah. They took the loss in this East versus West matchup during the regular season last year, dropping both games. Ja, wir sitzen erstmal draußen, aber wir werden das Ganze überspringen. Oh, hier sind die 10 Minuten. Jetzt sind die 10 Minuten wieder da, die wir uns eingestellt haben. Okay, also zählt das für die NBA jetzt. Also für die NBA-Spiele. Unser Gegenspieler ist Reggie Jackson. Da sehen wir es. Gesamtstärke ist bei ihm 78. Wir haben 65. Er weiß, wie man gute Wurfmöglichkeiten nutzt. Drücke LB. Ja, toll. Kann man das noch nicht mal zu Ende lesen hier? Oh, guter Pass. Oh, jetzt kriegen wir auch endlich dieses Feedback wieder. Jawohl, gutes Raumspiel, gute Ballbewegung. Das kenne ich doch alles noch von NBA 2K15. Endlich bin ich gewohnt. Ja, gewohnte Anzeigen halt. Na, aber sein Brettchen hält aber nicht korrekt, ne? Müssen die Grafiker noch mal ran. Schon wieder eine Nachricht vom Bordon. Okay, wir liegen in Führung. Ich hatte jetzt mal einen kurzen Einsatz. Oder? Ah, okay. Wir sind doch draußen. Wir sind ja doch noch draußen. Also 5 Punkte Führung. You were mentioning the Jazz, and they grew last year under Coach Quinn Snyder in his first year. You know,
Boah, da haben wir einen Punkt zugelassen. Schlecht, schlecht, schlecht. Okay, D-Pad nach oben. Rufen wir das Spielbuch auf. Guter Pass. Sehr schön. Gute Ballbewegung. Das mag ich doch. Also wir werden nicht viel eingesetzt werden, glaube ich jetzt. Na gut. They've been sensational on the backboard to start this game. Yeah, sensational is a really good word for it, Greg. They're tearing it up on the glass. Green dishes to Booker. Pass to Lyles. 5 on the clock. Ach, Turnover. Break Detroit. And here they go. Ach, schade, da waren wir zu spät dran. Wir haben noch keinen Assist, noch keinen Punkt. Wir haben nur jetzt ein bisschen Aufbauarbeit geleistet. Green kicks to Exum. Passes to Lyles. Green, the screen. Lets it go from 11. Oh, schlechter Abschluss. They are coming off that win against Atlanta. And that was not an easy game for them. I mean, they barely hung on at the end of regulation before they were able to pull it out in overtime. And it could turn out to be one of their biggest wins of the season. I mean, just because of the way they came Haben wir den Ball wieder. mattered most. That's clutch play that could serve them well going forward. And here we see the debut of Freak, the kid from Harlem. His first time on an NBA floor. And Clark, it's a moment that he's worked very hard to achieve. Wieder einen guten Pass. Extremely so. Ah, schlechter Abschluss unserer Mannschaft hier. Mann, 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 Mann. Aber ich erwarte noch nicht viel von dem ersten Spiel. Da muss ich erst mal einspielen. Punkte zugelassen. Schlecht, schlecht. Oh, wir spielen ja. Ach Mensch, sehe ich jetzt erst. Wir spielen ja auch noch auswärts. Gobert, Favors, Burks. Punkte, zweite Chance. Sehr eng zusammen. Schön, dass jetzt auch wieder die Statistiken hier kommen. Und wir sind immer noch auf dem Spielfeld. Oh, das ist gut. Wir kriegen schon mal. Oh, jetzt haben wir Shooting Guard. Geblockt. Komm, gib mir doch den Ball. Ach. Jawohl, Buzzerbeater. Haha. Ja, genau. Die ersten Punkte. Ein bisschen gedoubled. Ah. Sehr schöne Defensivarbeit. Ah, schade. Ich dachte, er geht noch weiter hoch. Ah, Foul. Foul von Torwart. Mal schauen. Coole Einspielung. Mitspielernote B- schon. Ja, wir haben aus dem vorhergehenden Teil haben wir schon ein bisschen gelernt, wie wir es halt besser machen. Aber wie gesagt, unser Spieler ist ja noch frisch, ist noch jung, noch nicht so aufgebaut. Auf geht's. Zweiter Freiwurf. Sehr schön gemacht.
Wir liegen 4 Punkte in Führung. Oh! Ah! Wäre fast ein Steal geworden. Aber schöne Defensivarbeit, komm. Und wir haben das Foul gezogen. Wir wollten hier einen schnellen Punkt machen. Ein Fast Break sollte das werden. Aber... Freak. The line for two. Unsere ersten Freiwürfe in der NBA. Mal schauen. Etwas spät. Aber wir haben den Freiwurf verwandelt. Für einen Rookie ja nicht unüblich, dass er ihn versaut. Das war zu früh. Boah, 3. Ja, da war ich. Den Sprung hätte ich mir sparen können. Ach, schade. Nee, aus 3 Punkten wird das nicht. Aber das war das erste Viertel. Mal schauen. Genau. Auf geht's ins zweite Viertel. Schön hier mit den Einblendungen. Das gefällt mir in diesem Jahr. Es kommt schon einer Fernsehübertragung sehr, sehr nah. Well, earlier we sat down with Freak and asked him about playing in his first NBA game. Ja, unser erstes NBA Spiel. Oh, da kriegen wir sogar schon. You know, I've thought about this moment my entire life. Now that it's finally here, the feeling's pretty crazy. But I know it's just the beginning. I got a lot of hard work ahead of me to get to where I want to go, to be the best player and the best teammate I could be. But this is an exciting first step, no doubt. Sehr cool gemacht. Echt wirklich sehr cool gemacht. Das mit so einer Videoeinblendung. Ja, wir sitzen auf der Bank, dürfen zuschauen natürlich. Ja, wir haben ein sehr enges Spiel, das hat der Kommentator richtig analysiert. Oder besser gesagt, Kevin Harlem hat das richtig umgesetzt. Oh, das ist natürlich nicht so toll, dass wir jetzt auf einmal zurückliegen. Ah, Marcel von Inside Xbox. Schöne Grüße. 11 Punkte Führung, das kann ja nicht wahr sein. Naja, ich glaube, das ist so gewollt. Ach, ich dachte, er wirft noch. Deswegen wollte ich zum Block hochspringen, aber war nix. Jawohl! Oh, der hätte noch einen Abschluss machen können. Schön Block gestellt. Wunderschön in den Block gestellt. Ja, das ist unsere Hauptaufgabe, würde ich sagen. Erstmal hier so ein bisschen in das Spiel mit reinfinden. Erstmal mit dem Team zusammen machen. Jawohl, und ein Steal! Und unser erster Ableger. Fast-Break-Punkte. Wunderschön. Wir haben den Moment richtig ausgekostet hier. Let's go Pistons. Und ein Rebound auch noch kassiert. Also jetzt los hier. Jawohl! Schön gemacht. Genau. Tolle Arbeit, tolle Teamarbeit war das jetzt.
Wir werden doch wieder so langsam warm hier ins Spiel. Und Foul. Gutes Foul. Reggie Jackson. 6 assists and 4 rebounds. They're loving how he's running the show here. His sensational passing really breathing life. Ja, unser erstes Foul. Aber wir haben es nicht abgezogen bekommen, sondern wir haben gesagt bekommen, es war ein gutes Foul. Es gibt nicht nur auch ein böses Foul, es gibt auch gute Fouls. So, jetzt aber hier 2 Freiwürfe. Nun für die Pistons. Mal schauen, ob sie die umsetzen können. Der erste hat er schon mal umgesetzt. Und mal schauen, ob er den zweiten auch noch so gut umsetzen kann. Beachtliche Ruhe hier in der Halle. Na gut, er hat die 2 auch reinbekommen. Schade. Oh, ausgetanzt! Und rein das Ding! Jawohl! Das war natürlich jetzt ein sehr, sehr Alleingang von mir jetzt gewesen. Oh, schöner Stil! Guter Block. Ach, schade, schlechter Abschluss. War eine gute Idee. Ach, das war richtig blöd gemacht. Ah, das ärgert einen, wenn der Ball dann nicht reingeht. Aber war halt... Boah! Persönliches Foul von Baines. Caldwell Pope's got 8 points. The Jazz have made 5 of 8 of their free throw attempts. And it's been an issue for them as it was last year, only 72%. 7 Punkte schon. B+ haben wir als Mitspielernote. Das müssen wir noch besser machen. Aber wir sind ja erst gerade mal in der zweiten Halbzeit oder Ende der zweiten Halbzeit. Im zweiten Viertel. Im zweiten Viertel. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit. So rum heißt es richtig. Und da ist B+ eigentlich schon, ja, ich würde sagen, verdammt gut. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, genau, fällt mir gerade ein, unten in die Kommentare schreiben, wer NBA 2K16 Meine Karriere spielt, wo ihr im ersten Jahr gedraftet worden seid. Also in welche Mannschaft. Würde mich mal interessieren. Wir haben doch ordentlich aufgeholt. 7 Punkte, nur noch Rückstand. They lead by 7. It's the NBA on 2K Sports from the Palace of Auburn Hills. Palace. Halbzeit. Mal schauen, was jetzt in der Halbzeit kommt in der Karriere. Traineransprache. Halbzeitshow. Glaube ich aber nicht. Oder? Was bekommen wir jetzt? Ich bin gespannt. Oh, doch. Traineransprache. Schauen wir mal, was er uns zu erzählen hat, wo unsere Stärken und wo unsere Schwächen liegen. Ey! Ach, wenn mir das Gesicht nicht bekannt vorkommt. Alright, we've got some work to do, but it's not too late. Let's put our stamp on the second half. Now a few things. The first thing is that our ball movement has been solid. Keep it up. I want to see that ball continue to rotate around the perimeter until we get a good look. That's enough of the positivity. I'm not going to harp on the negatives, but you and I both know there are places where... Ja, genau, wir können uns in manchen Dingen verbessern, ne? Wie zum Beispiel Abschluss beim Wurf. Good shots are the priority, not quick shots. It might not feel like it, but we're in an okay position. A lot of teams would have been out of this game by now, but we're still in it. Let's get after it and see what happens. Genau, wir sind noch drin und sollen uns reinhängen. Das tun wir doch auch, ne? Also, den Rückstand haben wir etwas, ja, minimiert.
Haben die netten Damen genug getanzt? Wir wollen spielen. Und das Basketball. Okay, wir sitzen mal wieder auf der Bank. Unser Team kann es natürlich versauen. Und wir kommen rein im letzten Viertel und haben 30 Punkte Rückstand. Joe Ingles comes in for Gordon Hayward. Rodney Hood's checked in for Burks. And it's Green in for Burke. 30 Punkte Rückstand. Ich glaub's ja aber nicht. Okay. Utah has gone 0-3 so far in the fourth quarter from long range. And so in the game for the Jazz. Ah, schlechte Wurfauswahl. Ja, das war jetzt gewollt von mir. Also die 30 Punkte sind bei weitem nicht mehr aufzuholen. Wir müssen uns einfach jetzt nur noch gut verkaufen. Okay, Gobert jetzt hier mit dem guter Pass. Ah, schlechter Abschluss. High quality shot, just a little off there with the release. And Greg, that has him SHHing, shaking his head. Tough miss that time. Da waren wir so nah dran und liegen doch jetzt nun so weit hinten. Das ist aber nicht nett. Guys are looking for a spark here. Yeah, I mean, a cold stretch offensively. They desperately need a basket. Move the ball. Stick it to the Jennings against Green. Right wing. 5 to shoot. Green, the screen. Hood. And it's good. He planted his feet. Auszeichnung erhalten. Stelle einen Block für einen Mitspieler. Das haben wir doch vorhin eigentlich schon, oder? Aber da hat er, glaube ich, noch keinen Punkt gemacht dabei. Jawohl, unser zweiter Stil. So läuft das. Und jetzt Abschluss. Ja, wenn auch mit dem Foul. Aber egal. Egal. Das zählt. Das zählt. minus. Oh, jetzt sehen wir es natürlich mal ein bisschen besser. Das war noch vor der Entstehung. What a tremendous showing from the three-pointer all through this game. It's been a hot shooting night for them too. I mean, they've hit a lot of those mid-range jump shots. 7 Punkte, 1 Rebound, 1 Assist, 2 Steals. Ich meine, okay, Assists müssen besser werden, aber die Assists zählen eigentlich auch nur, wenn der Korb dann nachher, wenn der Ball dann nachher auch im Korb landet und nicht wie das eine Mal und das andere Mal davor. Sehr schön. Das Ergebnis da unten, das ist nur sehr erbärmlich. Aber ich glaube, das ist so gewollt. Einfach. Denke ich mir. Ah, da haben wir nicht aufgepasst auf den Gegenspieler. Green with the ball. He kicks it to Hood. Green with a screen on. Ja, und jetzt lasst ihr doch nicht den Ball abluchsen. Jawohl, schönes Ding. Schönes Ding. I like the recognition of the mismatch there, immediately making the defense pay. Blake dishes to Jackson. There's the screen. Oh, gute Wurfdefensive. Sehr schön. Oh, schade, dass der nicht reinging. Aber wie gesagt, wir sind ja noch Anfänger. Ne? Ich erwarte hier keine Glanzleistungen wie zuletzt in NBA 2K15, wo ich dann natürlich herausragend schon gelevelt war. Utah has gone 0-3 so far in the fourth quarter from long range. Well, guys, this was never really a contest, just a total obliteration, if you will, and you can safely say mission accomplished now for the Pistons. And this was one that never really was in doubt, I thought, Stephen Clark. Guter Abschluss. War ein guter Abschluss, aber das Restliche, was da sicherlich dazwischen gelaufen ist, das war bestimmt nicht so gut. Ich bin ja gespannt, ob man nach dem ersten Spiel jetzt auch etwas,
Ah, schön gestört, aber leider. Komm. 3, 2, 1. Oh, der trifft auch noch. Die Pistons natürlich stark. They've already solved their opponent one time and only have to do it one more time. Guys, depth always a factor in wins like this, and what an incredible game out of nowhere it was for Morris. He was extremely efficient offensively. Ach, Turnover, verdammt, der war schlecht gemeistert. Schlecht. Schlecht. Singt die da etwa mit, die Fans in der Halle? Ah, die haben gewonnen. Ja. Ja. Kurze Unterhaltung noch im Spielfeld. Was hat unser virtuelles Ich da gerade gebrabbelt? Irgendwas. Immerhin haben wir noch ein bisschen was verdient. Die Leistung war ganz ordentlich und die Mitspielerquote war gut. Schwierigkeitsfaktor 1,0. Ja, ich spiele auf Profi. Falls jemand dann nochmal fragen sollte. 2 Steals, ein Rebound, ein Assist, kein Block. Und die Wurfquote war 3 von 7. Show nach dem Spiel. Okay. And Ernie Johnson here again with Shaquille O'Neal and Kenny Smith. Let's take a look at our Jordan Player of the Game. A tremendous night of shooting the basketball for him tonight. He was nearly 60% from the field. Ernie, 60. That's Shaq-like numbers. Okay, that's Kenny Smith-like numbers. I'm telling you, this guy was outstanding. I love the way he shot it all over. Marcus Morris hier. His rebounder was a story for me tonight, guys. He couldn't have been any more ferocious. Irgendwas stimmt da nicht, oder? Immer dasselbe und dann ein Hänger drin. Okay. For me and Kenny Smith, Shaquille O'Neal and Kevin Harlan and the entire 2K Sports crew. Ja, das wirkt ein bisschen jetzt hier ein bisschen deplatziert. Das mit der Show danach. Obwohl es ja auch keine Show davor gab, ne? Also eine Show vor dem Spiel. Und eine Halbzeitshow gab es auch nicht. Da wirkt das jetzt hier so ein bisschen deplatziert. Da hätten sie einfach nur machen können, Player of the Game, und dann hätten sie das normal machen müssen. Aber okay, das ist, glaube ich, Meckern auf hohem Niveau. Ja, da haben wir nochmal unsere Statistik. Und 300, knapp über 300 Virtual Credits, die wir uns da verdient haben. Können wir ja ein bisschen einsetzen für unseren Spieler. Ich bin gespannt, ob es da jetzt noch eine Zwischensequenz gibt. Oder ob wir wieder in unserer Trainingshalle sind. Nein. Wir sind zurück auf unserem Court. Das war Spiel Nummer 1 in der Rookie-Saison. Und ich bedanke mich wie immer fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Hoffe, es hat ein wenig Spaß gemacht, auch wenn wir verloren haben mit unserem Team. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschalten würdet bei NBA 2K16 und meiner Karriere mit dem Mike Green. Tschüss, sagt der Mackie.